Herzlich willkommen zum zweiten Video auf dem Klein Networks Kanal. Mein Name ist Kevin Klein und ich bin Inhaber von Klein Networks und wir erstellen heute zusammen eine Lab-Umgebung auf einem Proxmox Hypervisor. Die Lab-Umgebung soll quasi ein erster Entwurf sein und soll dazu dienen, weitere Projekte auf dem Kanal zu verfolgen und zu testen. Dazu zählt zum Beispiel Aufbau einer Fortinet Security Fabric mit FortiAnalyzer Manager, einer Windows-Domäne, wo wir zum Beispiel ein Forti Endpoint Management System aufsetzen können, werden in dieser Umgebung Pentests durchführen und schauen uns das Ganze mal auf der Firewall an, wie das aussieht oder wie eine Firewall Schwachstellenanalysen oder Ausnutzen von Schwachstellen erkennt und blockt. Wir werden ein Monitoring-System aufsetzen, zentrale DHCP-Server und vieles mehr. Vieles basiert auch auf Open-Source-Projekten und hauptsächlich auf Fortinet-Produkten, weil wir als Unternehmen Fortinet-Partner sind und dementsprechend da auch einen gewissen Mehrwert bieten können. So, springen wir mal zur Videozeichnung. Wie Sie sehen, ganz simpel gehalten. Wir werden erstmal nur ein eigenes VLAN erstellen auf Proxmox, werden dann ein Transfernetz zwischen unserer Hauptfirewall und unserer Testfirewall benutzen, damit wir in der Lab-Umgebung auch Internetzugriff bekommen. Anschließend werden wir einen Windows Server und einen Windows Client aufsetzen. Unsere FortiGate VM, welche wir im ersten Video erstellt haben, das Video verlinke ich euch, wird als zentrales Gateway dienen und das ist quasi der erste Entwurf. Und das Ganze werden wir jetzt auf Proxmox virtualisieren. So, hier sehen wir jetzt die frisch aufgesetzte FortiGate VM aus dem letzten Video, Version 7.4.1. Und hier bauen wir jetzt unsere Lab-Umgebung auf. Hier sehen wir das angelegte Transfernetz, welches wir im ersten Video noch per CLI angelegt haben. Unsere Test-VM ist die 10.50.50.2 und der Router ist die 10.50.50.1 und die Default-Route geht einfach zum 10.50.50.1. Springen wir noch mal kurz zur Videozeichnung. Das ist quasi dieses Transfernetz, welches sich in VLAN 50 befindet. So, hier haben wir unsere Proxmox-Umgebung mit der aufgesetzten FortiGate und wie ich im ersten Video auch schon erzählt habe, haben wir aktuell ein Netzwerkinterface verbunden mit dem VLAN 50. Und das Ganze sehen wir auch hier. Port 1 ist connected. So, aber wie erstellen wir jetzt unsere Lab-Umgebung, die quasi hinter der Test-FortiGate liegt? Und das ist ganz simpel. Man geht auf Proxmox, auf unsere VM, Hardware und legt jetzt quasi ein zweites Network Device an. Also auf Add Network Device, nimmt hier die Bridge, die man quasi zur Verfügung hat als Netzwerkport des Hypervisors. VLAN-Tag ist diesmal die 51 und einfach auf Add. So, das war es schon. Jetzt springen wir auf die Firewall zurück. Man sieht hier immer noch Port 1. Aktualisieren das Ganze und so einfach ist es, ist der Port 2 connected. So, und auf diesem Port können wir jetzt unsere Lab-Struktur aufbauen. Dazu müssen wir jetzt eine IP-Adresse vergeben. Einfach Doppelklick auf das Interface. Und wir haben, wenn wir nochmal in die Videozeichnung gucken, uns für das Netz 10.50.51 in einem 24er Subnetz entschieden. Um das Interface zu bearbeiten, gehen wir entweder über Edit oder Doppelklick da drauf. Geben wir dem Ganzen erstmal einen Namen, YouTube-Lab, und vergeben erstmal die IP-Adresse, welche wir in der Zeichnung eingezeichnet haben, dem Interface.
Also 10.50.51/24 und aktivieren jetzt erstmal Ping. Theoretisch muss man auch gar nichts, aber zum Testen sollte man erstmal Ping aktivieren. So mache ich es immer. Und das bestätigen das Ganze mit OK. Nächster Schritt ist die Erstellung von dem Windows-Server. Dazu habe ich auf Proxmox schon ein Template angelegt und werde das jetzt im Schnelldurchlauf einmal für euch machen. Damit wir unseren Windows 10 Client und unseren Windows 2019 Server in diese separate Lab-VLAN packen, müssen wir logischerweise auch bei den zwei VMs über Hardware, Network Device, das VLAN hier eingeben. Und das ist ja VLAN 51. Das gleiche noch bei dem Windows Client. Ist sogar schon. So, und jetzt erstellen wir quasi unser Windows Server 2019 Proxmox VM Server, indem wir das Ganze mal starten. Ich habe das vorher über ein Template schon angelegt. Die Konfiguration des Domain-Controllers bzw. des Windows-Servers werde ich jetzt im Schnelldurchlauf zeigen. Dazu vielleicht noch eine kurze Info. Einen Domain-Controller sollte man meistens mit einer statischen IP-Adresse versehen. Dementsprechend werde ich jetzt, wie in der Videozeichnung zu sehen, dem Windows-Server die 10.50.51.10 vergeben. Später ist die Vorgängerin 1. Das wird Host sein. So, Domäne erfolgreich erstellt. Springen wir zum Windows Client. Beim Windows Client möchte ich gerne über den FortiGate DHCP Service über diese MAC-Adresse direkt eine IP zuweisen. Das Ganze geht auch wieder über das Interface. Gibt es hier den Punkt DHCP Server, Advanced, DNS Server, hinterlege ich direkt mal den Domain Controller. Und wenn man ein bisschen runter scrollt, gibt es hier Assignment Rules, Create New, MAC-Adresse reinkopieren, die IP, die ich reservieren will, eintragen. Das ist in meinem Fall jetzt die 100 und auf OK. Jetzt sieht man hier den Eintrag. Hier aktiviere ich noch Device Detection und OK. Zurück zu Proxmox. Windows Client starten. Lassen wir Schild auf.
sieht, hat die FortiGate über ihren DHCP-Service und der hinterlegten MAC-Adresse die IP-Adresse, die wir wollten, angelegt bzw. zugewiesen und können jetzt einen Domain-Join auf dem Client durchführen. Jetzt können wir mit dem vordefinierten Domain-Administrator uns hier anmelden. Damit wir noch den DNS-Server konfigurieren können, müssen wir vorerst auf der Firewall eine Policy einrichten, eine Regel, dass der Domain-Controller das Internet erreichen kann, beziehungsweise den Router oder den nächsten Hop erreichen kann. Also wir sind jetzt hier, Domain-Controller, schickt alle seine Pakete zu seinem Default Gateway, das ist die FortiGate, und die, je nachdem was in der Routing-Tabelle ist, wir haben ja als Default-Route quasi die 1 und das ist FortiGate Home, also müssen wir eine Policy von dem internen Netz zu dem Transfernetz zur FortiGate Home einrichten. Und das Ganze geht ganz schnell. Da es sich um eine Lab-Umgebung handelt, haben wir das jetzt nicht groß kompliziert und wir haben ja auf der Test-VM auch leider nur 3 Policies frei. Deswegen werde ich jetzt vorerst erstmal eine All-Regel erstellen. Das bedeutet von dem YouTube-Lab, da ist jetzt das Netz 10.50.51 hinterlegt, zu dem Transfernetz. Machen wir Source All, Destination All, Service All. Das brauchen wir nicht, das wird auf dem Router gemacht. Locken alle Sessions, klicken OK, beziehungsweise geben noch einen Namen ein. Internet Access und OK. Dann springen wir wieder zu unserem Domain-Controller, überprüfen das Ganze. Kommt ein Reply, das ist gut, und jetzt dürften auch die ersten Hits auf der Policy hier sehen. Genau, und das ist quasi der Ping, beziehungsweise so ein Windows-Server ruft ja im Hintergrund auch noch sämtliche anderen Sachen, sämtliche Microsoft-Server auf. Starten wir den DNS-Service, Rechtsklick auf die DNS-Zone, Properties, Forwarders. Und hier machen wir jetzt einfach den Google DNS-Server rein. Natürlich auch jeder andere vom Provider, Cloudflare. Okay, okay. Und das Ganze testen wir direkt mal mit einem NS-Lookup und geben da jetzt mal google.de ein. Wir bekommen dann eine Antwort und das bedeutet, dass es funktioniert. Jetzt springen wir wieder kurz auf den Windows 10 Client. Und auch kurz die Kommandozeile pingen mal 8888, also ins Internet, funktioniert. Auch ein NS-Lookup, google.de, wird auch aufgelöst. Soweit, so gut. Zurück zum Schaubild. Jetzt haben wir quasi so grob all das konfiguriert, was hier abgebildet ist. Wir haben ein neues VLAN angelegt, beziehungsweise ein neues Netz, welches wir über Proxmox virtualisieren. In diesem Netz spielt unsere FortiGate VM Default Gateway und in dem Netz befindet sich ein Windows 10 Client und ein Windows Server 2019. Die FortiGate VM spielt DHCP-Server und verteilt automatisch IP-Adressen.
Wir haben über eine MAC-Adressreservierung dem Windows 10 Client die 100 zugewiesen und dem Windows Server 2019 auch eine feste eingetragen, weil man das idealerweise bei Domain-Controllern so machen sollte. Wird auch so von Microsoft empfohlen. Und neben dem Domain-Controller-Service spielt der Server auch noch DNS-Server. Das Ganze haben wir so konfiguriert. Unsere ersten Tests quasi ins Internet zu pingen und die DNS-Auflösung haben funktioniert. Und ich würde sagen, für das erste Video zu unserer Lab-Umgebung reicht das. Das ist eine grobe Grundstruktur. Weitere Sachen wie jetzt RDP-Verbindungen auf die Clients und so weiter ist meines Erachtens so, sind Kleinigkeiten. Das muss man jetzt nicht alles in dem Video aufführen. Dementsprechend freut euch gerne auf mehr. Die ganzen Projekte oder schon mal Teaser zu den Projekten habe ich am Anfang des Videos gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich. Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei oder schreibt uns eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ciao.